Elon Musk, ein Milliardär, der dafür bekannt ist, die Grenzen von Technologie und Innovation immer weiter zu verschieben, hat einmal eine unerwartete Entscheidung für seinen Lebensstil getroffen. Er wohnt in einem winzigen Haus. Es mag unglaublich klingen, aber Musk hat sich nicht nur für diese minimalistische Lebensweise entschieden, sondern sogar angedeutet, ein Tesla Tiny House zu einem erstaunlichen Preis von nur $7.000 auf den Markt zu bringen. War dies ein kühner Schachzug, um den nachhaltigen Wohnungsbau zu revolutionieren? Ein strategischer Schachzug, um die Zukunft von Tesla neu zu gestalten? Oder nur ein weiterer Blick in den Kopf eines Visionärs? Musk ist seit langem ein Verfechter nachhaltiger Lösungen. Und er glaubt, dass angesichts der steigenden Wohnungskosten winzige Häuser die Zukunft des erschwinglichen Wohnens sein könnten. Die Vorstellung, dass sich einer der reichsten Männer der Welt freiwillig in eine kompakte Fertigbau-Casita zurückzieht, mag absurd erscheinen. Vor allem, wenn er sich mit Leichtigkeit die extravagantesten Villen der Welt leisten kann. Doch Musk hat nicht nur darüber geredet, er hat es gelebt. Was macht dieses winzige Haus so außergewöhnlich? Es mag zwar klein sein, aber es fehlt ihm an keinem der Annehmlichkeiten eines herkömmlichen Hauses, was sich im Inneren befindet. Könnte sie sogar überraschen. Wie würde ein $7.000 Tesla Tiny House aussehen? Sie haben wahrscheinlich schon unzählige Geschichten über Elon Musks sogenanntes Tesla-Haus gehört, aber die meisten davon sind entweder übertrieben oder schlichtweg falsch. Die Wahrheit ist, dass Musk ein winziges Haus in Starbase, Texas, besitzt, weniger als 400 Quadratmeter, und dass er es im Jahr 2021 gekauft hat. Aber jetzt wird es interessant. Es handelt sich nicht um irgendein kleines Haus, sondern um ein hochmodernes Fertighaus, das von Boxable gebaut wurde. Einem Unternehmen, das sich auf modulare Hightech-Häuser spezialisiert hat. Und was noch erstaunlicher ist, der gesamte Aufbau dauerte nur 1 Stunde. Dieses Haus war einer der ersten 3 Prototypen von Boxable. Und die unerwartete Unterstützung von Musk machte das Unternehmen über Nacht zu einer Sensation. Seit er darin wohnt, hat Boxable fast 200.000 Bestellungen erhalten und könnte damit $2 Milliarden Umsatz machen. Ohne Musk hätte die Welt vielleicht noch nicht einmal von diesem Start-up gehört. Was macht Musks Casita so besonders? Im Gegensatz zu den meisten Fertighäusern wird sie komplett im Werk gebaut. Wände, Decke und Inneneinrichtung werden vormontiert, bevor sie gefaltet, verschickt und mühelos vor Ort aufgebaut werden. Und jetzt kommt der eigentliche Schocker. Musk hat dafür nur $40.000 bezahlt. Auf den ersten Blick mag es wie ein gewöhnliches Fertighaus aussehen. Aber wenn man genauer hinsieht, ändert sich alles. Wenn Sie dachten, es handle sich nur um einen einfachen Kasten mit fadenscheiniger Trockenbauwand, irren Sie sich. Casita besteht aus hochmodernen Materialien. Stahl, Beton, isoliertem Schaumstoff und mehrschichtigen Paneelen, die unter einem Druck von 250.000 Pfund zusammengepresst wurden. Das Ergebnis ist ein Bauwerk, das Hurrikans, Überschwemmungen, Schneestürmen und extremen Wetterbedingungen standhält, denen selbst herkömmliche Häuser nicht gewachsen sind. Musk ist dafür bekannt, nur in langlebige, nachhaltige Innovationen zu investieren. Und wenn dieses winzige Haus seinen Standards entspricht, ist es alles andere als gewöhnlich. Klein, aber oho, das ist die Philosophie von Casita. Dank seiner ultramobilen Bauweise kann dieses Haus mit einem Pritschenwagen überall hin transportiert werden. Könnte dies die Zukunft des Wohnens sein? Mit Musk im Bild scheint diese Möglichkeit näher denn je. Während des Transports lässt sich die Casita auf 5,8 mal 2,6 mal 3,8 Meter zusammenfalten, was den Platzbedarf optimiert und die Kosten senkt. Mit einem Gewicht von 5.900 Kilogramm dauert der gesamte Installationsprozess nur etwa 1 Stunde. So schnell, dass Sie es am Morgen bestellen und am Nachmittag einziehen könnten. Und der unglaublichste Teil? Für nur 40.000 erhalten Sie fast 400 Quadratmeter. Wohnfläche mit 4 separaten Räumen und einer Deckenhöhe von 9 Fuß 6 Zoll. Und nicht nur das. Dank des intelligenten Designs von Boxable können mehrere Casitas miteinander verbunden und gestapelt werden, sodass größere Häuser oder sogar 2- oder 3-stöckige Gebäude entstehen. Man könnte meinen, wenn Elon Musk und Tesla ein $7.000 Tiny House auf den Markt bringen, wäre es deutlich kleiner als das $40.000 Tiny House, das Musk einst besaß. Aber wir sehen die Dinge anders. Anstatt den Platz zu reduzieren, glauben wir,
dass das Tesla Tiny House im Inneren minimalistisch sein sollte, mit einem optimierten Design, das intelligente Technologien nutzt und das Wohnerlebnis verbessert, ohne dass die Quadratmeterzahl darunter leidet. Was befindet sich im Inneren von Elon Musks Casita? Bevor wir in das Konzept eines $7.000 Hauses eintauchen, wollen wir zunächst Musks $40.000 Casita erkunden, um wirklich zu verstehen, wie ein ultrakompaktes Haus sowohl funktional als auch luxuriös sein kann. Mit nur 400 Quadratmetern könnte man annehmen, dass es sich beengt anfühlen würde, aber das ist weit gefehlt. Jeder Zentimeter des Raums ist sorgfältig auf maximale Effizienz ausgelegt, wodurch sich das Haus überraschend geräumig, komfortabel und äußerst wohnlich anfühlt. Der größte Bereich in Musks Casita ist das Wohnzimmer. Und es ist kein Zufall, dass er diesem Raum Priorität einräumt. Als Mastermind hinter Tesla und SpaceX hat Musk diesen Bereich in ein mobiles Büro umgewandelt, das es ihm ermöglicht, seine Unternehmungen nahtlos zu beaufsichtigen. Dieser Raum ist sorgfältig auf Multifunktionalität ausgelegt, sodass er trotz seiner Größe nie einschränkend wirkt. Direkt hinter dem Wohnbereich steht ein großes Bett, das strategisch vor einer partiellen Trennwand platziert ist, die nicht nur Privatsphäre schafft, sondern auch einen eingebauten Stauraum bietet. Ein geniales, platzsparendes Feature. Aber jetzt kommt der eigentliche Schocker. Musks Casita hat eigentlich 3 Schlafzimmer. Ursprünglich für 2 Personen konzipiert, ging Musk noch einen Schritt weiter und baute die Garage in ein 3. Schlafzimmer um. Noch faszinierender ist, dass das Haus mit intelligenten Klappbetten ausgestattet ist, die diskret verstaut werden können, wenn sie nicht gebraucht werden. Dieses clevere Design sorgt dafür, dass jeder Quadratmeter einem Zweck dient und der Raum viel größer wirkt, als er tatsächlich ist. Eine voll funktionsfähige Küche in einem winzigen Haus? Tja! Eine der unerwartetsten Überraschungen von Musks Haus ist seine voll ausgestattete Küche. In Anbetracht des begrenzten Platzes könnte man annehmen, dass eine richtige Küche unmöglich ist. Doch dieses winzige Haus widerspricht allen Erwartungen. Die Küche verfügt über eine Spüle, einen Kühlschrank, einen Geschirrspüler, einen Backofen und reichlich Stauraum, die alle in einem kompakten, aber äußerst effizienten Layout angeordnet sind. Die Arbeitsplatte geht nahtlos in einen kleinen Esstisch über, sodass der Platz optimal genutzt wird, ohne auf Komfort zu verzichten. Außerdem sorgt ein fortschrittliches Abluftsystem für frische Luft und verhindert, dass sich Kochgerüche festsetzen. Zunächst bezweifelten wir, dass die Casita ein komplettes Badezimmer beherbergen kann. Aber Musks Haus beweist einmal mehr, dass klein nicht gleichbedeutend mit mangelhaft ist. Die Casita verfügt über ein Waschbecken, einen Spiegel, eine Toilette und eine geräumige Duschkabine, die alle in einem eleganten und modernen Design gehalten sind. Die Schiebetür spart nicht nur Platz, sondern verleiht dem Haus auch einen raffinierten, hochtechnologischen Touch. Jedes Detail der Musk Casita wurde sorgfältig ausgearbeitet, um den Raum zu optimieren und gleichzeitig Komfort und Wohnlichkeit zu gewährleisten. Trotz seiner kompakten Größe fühlt es sich dank intelligenter Designentscheidungen und hochwertiger Materialien nie beengt an. Aber hier ist die ultimative Frage: Wenn Elon Musks $40.000 Haus ein so bemerkenswertes Wohnerlebnis bietet, was können wir dann von einem $7.000 Haus erwarten? Könnte es die Grenzen des erschwinglichen Wohnens noch weiter verschieben? Bleiben Sie dran, denn was wir entdeckt haben, ist noch erstaunlicher, als Sie vielleicht denken. Billig. Aber gute Qualität? Trotz der deutlich niedrigeren Kosten kann ein gut konzipiertes kleines Haus alle grundlegenden Wohnbedürfnisse erfüllen, indem es die Raumeffizienz maximiert. Der Schlüsselfaktor ist nach wie vor die optimale Anordnung der Möbel und die Gestaltung der Inneneinrichtung. Der Wohnbereich würde mit dem Schlafbereich kombiniert, mit einem Klappbett, das sich tagsüber in ein Sofa und nachts in ein Bett verwandeln lässt. Diese Doppelnutzung hilft, Platz zu sparen und gleichzeitig die Funktionalität zu erhalten. Was die Küche anbelangt, so würde dieses Haus aus Kosten- und Platzgründen nur mit dem Nötigsten ausgestattet sein: einem kleinen Elektroherd, einer Spüle und einem Mini-Kühlschrank. Im Gegensatz zu Elon Musks Casita, die über einen Backofen und einen Geschirrspüler verfügt, könnte das $7.000 Haus nur ein tragbares Induktionskochfeld und ein paar an der Wand befestigte Regale haben. Ein klappbarer Esstisch oder ein in die Wand integrierter Tisch würde bei Bedarf einen Essplatz bieten und gleichzeitig Platz sparen, wenn er nicht gebraucht wird. Das Badezimmer in dieser Wohnung ist einfach gehalten und umfasst eine Toilette, ein kleines Waschbecken und eine Dusche.
Um die Kosten niedrig zu halten, könnte der Duschbereich mit einem Vorhang anstelle einer modernen Glasabtrennung oder Kabine ausgestattet werden. Mit einer geschickten Raumaufteilung kann es jedoch trotzdem ein komfortables und funktionales Erlebnis bieten. In Anbetracht des begrenzten Raums sind intelligente Stauraumlösungen wie Wandregale, Einbauschränke und Stauraum unter dem Bett von entscheidender Bedeutung. Schubladen unter den Sitzen, klappbare Regale und Mehrzweckmöbel würden die Nutzbarkeit maximieren, ohne den Raum zu überladen. Um die natürliche Beleuchtung und Belüftung zu verbessern, würden große Fenster eingebaut, die den Raum offener und luftiger wirken lassen. Auch wenn ein fortschrittliches Belüftungssystem wie in Musks Casita fehlen würde, könnten einfache Abluftventilatoren oder große Fenster für einen frischen Luftstrom sorgen. Obwohl es nicht mit dem Luxus und den Annehmlichkeiten eines $40.000 Tiny Homes mithalten kann, könnte ein gut durchdachtes $7.000 Tiny House dennoch einen komfortablen und effizienten Lebensraum bieten. Durch eine intelligente Inneneinrichtung und die Maximierung der verfügbaren Ressourcen könnte dieses erschwingliche Haus eine kostengünstige, minimalistische und nachhaltige Wohnmöglichkeit darstellen. Wenn es auf den Markt käme, wäre Elon Musks $7.000 Haus nicht nur ein kleines Haus, sondern ein Symbol für Energieeffizienz. Energiefragen. Der gesamte Innenraum könnte mit energiesparender LED-Beleuchtung und intelligenten Geräten ausgestattet werden, was die Lebenshaltungskosten erheblich senken würde. Am wichtigsten ist, dass Musk diesen extrem erschwinglichen Preis erreichen könnte, indem er die verfügbaren Ressourcen von Tesla nutzt, insbesondere seine Technologie für erneuerbare Energien. Erstens kann Tesla eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung eines kleinen Hauses spielen. Das Tesla Powerwall-System, eine Art Energiespeicherbatterie, kann in einer kompakteren Version so optimiert werden, dass das Haus ohne Anschluss an das Stromnetz unabhängig arbeiten kann. Außerdem kann das Solardach von Tesla integriert werden, um sauberen Strom zu erzeugen. Damit ist das kleine Haus völlig energieautark, ideal für abgelegene Gegenden oder diejenigen, die einen minimalistischen, naturfreundlichen Lebensstil bevorzugen. Außerdem können die Baumaterialien sowohl von Tesla als auch von SpaceX bezogen werden. Der 30-fache rostfreie Stahl, aus dem der Cybertruck gebaut ist, könnte aufgrund seiner hohen Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die perfekte Wahl für den Rahmen und das Äußere des kleinen Hauses sein. Die Isolationstechnologie des Dragon-Raumschiffs könnte auch dazu beitragen, die Innentemperatur stabil zu halten und den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken. Außerdem könnte die Boring Company kostengünstige Baumaterialien liefern. Das Unternehmen hat mit der Wiederverwertung von Bauschutt aus dem Tunnelaushub experimentiert, um Bauziegel herzustellen, die für Hausfundamente oder wetterfeste Wände verwendet werden können. Mit dieser Technologie könnten die winzigen Häuser langlebiger werden, ohne dass die Kosten wesentlich steigen. In der Zwischenzeit könnte der Produktionsprozess der Tesla Gigafactory dazu beitragen, die Kosten durch die Einführung von Automatisierung und Massenproduktion erheblich zu senken. Der Einsatz von Optimus-Robotern zum Schneiden, Schweißen und Montieren würde die Produktionsgeschwindigkeit beschleunigen und die Kosten optimieren, sodass Tiny Houses für ein breiteres Publikum zugänglich würden. Aus technologischer Sicht könnten winzige Häuser mit Hochgeschwindigkeits-Internet von Starlink ausgestattet werden, sodass die Nutzer überall in Verbindung bleiben könnten. Außerdem könnten intelligente Systeme wie Wasserrecycling und Luftfilterung von SpaceX miniaturisiert werden, um winzige Häuser in autarke Lebensräume zu verwandeln. Wenn es eine Sache gibt, die Elon Musk besser kann als jeder andere, dann ist es das Brechen von Normen. Nachdem er zuvor luxuriöse Villen besessen hatte, traf Musk im Jahr 2020 die überraschende Entscheidung, fast sein gesamtes Vermögen zu verkaufen, einschließlich aller seiner Privathäuser. Der Grund? Er wollte sich dem Minimalismus verschreiben und in einem kleinen Haus in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnen. Dies ist eine mutige Veränderung. Während die meisten Menschen zwischen $1.700 und $2.200 pro Monat für die Miete zahlen, in Großstädten wie New York, San Francisco oder Los Angeles sogar noch mehr, entschied sich Musk für ein winziges Haus zu einem unglaublich niedrigen Preis, der weit unter einer Jahresmiete in diesen teuren Stadtgebieten liegt. Warum wächst der Trend zu kleinen Häusern? Boxable baut nicht nur Häuser, sondern definiert die Bauindustrie mit einem völlig neuen Ansatz neu. Dank der faltbaren Konstruktion kann die Casita problemlos auf Autobahnen transportiert werden,
wodurch Kosten und rechtliche Hindernisse im Zusammenhang mit der Verlegung von Häusern entfallen. Dies ermöglicht die Massenproduktion in einer Fabrik, gefolgt von einer schnellen und kosteneffizienten Lieferung an jeden beliebigen Ort. Und die Ambitionen von Boxable hören damit nicht auf. Das Unternehmen strebt einen Produktionsprozess für Gehäuse an, der dem eines Fließbands in der Automobilindustrie ähnelt. Boxable behauptet, dass es potenziell ein Haus pro Minute herstellen könnte. Die Tatsache, dass Musks Casita in nur einer Stunde komplett aufgebaut werden kann, hat die Neugierde geweckt. Schließlich ist es leicht zu verstehen, warum Elon Musk sich für ein winziges Haus entschieden hat. Wie bereits erwähnt, benötigte er einen vorübergehenden, günstigen Wohnraum in der Nähe seines Unternehmens. Musks Engagement könnte jedoch über das bloße Wohnen in einem solchen Haus hinausgehen. Er könnte in dieses Projekt investieren und sogar Tesla Tiny Houses zu einem Preis von nur $7.000 bauen, mit Installationskosten von nur $566. Eine Zusammenarbeit zwischen Tesla und Boxable ist durchaus möglich. Musk warb einst kostenlos für Boxable und verhalf dem Unternehmen zu großer Bekanntheit. Möglicherweise hat er gesehen, dass die Mission von Boxable eng mit seiner eigenen übereinstimmt. Wenn Tesla den Transport mit nachhaltigen Elektrofahrzeugen revolutioniert, dann zielt Boxable darauf ab, energieeffiziente, kostengünstige Häuser zu schaffen, die viel schneller gebaut werden können als herkömmliche Methoden. Angesichts seines starken Engagements im Kampf gegen den Klimawandel hat Musk allen Grund, dieses Modell zu unterstützen. Der faszinierendste Grund für Musks Investition in winzige Häuser ist jedoch sein eigener Ehrgeiz. Haben Sie sich jemals gefragt, ob er dieses winzige Haus als Experiment für etwas viel Größeres gekauft hat? Vielleicht um Häuser auf einem anderen Planeten zu bauen. Musk hat seinen Traum von der Besiedlung des Mars nie aufgegeben. Solange es SpaceX gibt, wird diese Mission weitergehen. Und um diesen Traum zu verwirklichen, müssen Menschen oder sogar Tesla-optimistische Roboterhäuser auf dem Mars bauen, die denen auf der Erde in nichts nachstehen. Auf dem roten Planeten muss alles so konzipiert sein, dass die Energieeffizienz maximiert, der Materialverbrauch minimiert und die Montagegeschwindigkeit beschleunigt wird. Dieser Prozess würde einer fortschrittlichen Produktionslinie ähneln, die modernste Technologie einsetzt, um schnell und effizient Siedlungen zu errichten. Es erfordert leichte Materialien, die einfach zu transportieren und zu installieren sind, ähnlich den Konstruktionsprinzipien von Boxable. Es ist also durchaus möglich, dass Musk dieses Haus als Prototyp für seine langfristige Vision verwendet. Ein winziges Haus zum Mars zu transportieren, wäre nicht die eigentliche Herausforderung. Die Frage ist nur, wann SpaceX mit Starship Erfolg haben wird. Auf einem rauen Planeten wie dem Mars ist auch die Nachhaltigkeit der modularen Häuser ein entscheidender Faktor. Musk ist sich mehr als jeder andere bewusst, dass die Zukunft der Menschheit von der Optimierung der Ressourcen abhängt. Das von ihm gewählte Casita-Haus ist aus umweltfreundlichen Materialien, gefertigt und passt perfekt zu seiner Philosophie der nachhaltigen Entwicklung. Letztendlich spiegelt dieses winzige Haus den minimalistischen Lebensstil von Elon Musk deutlich wider. Trotz seines immensen Reichtums gönnt er sich keine Luxusjachten oder extravaganten Villen. Stattdessen widmet er seine Ressourcen Projekten mit kosmischer Bedeutung. Seine minimalistische Philosophie, die sich auf die wichtigsten Werte konzentriert, kommt in dieser Wohnung voll zum Ausdruck. Und wer weiß, vielleicht ist dies nicht nur Musks Zuhause auf der Erde, sondern auch ein Modell für die Zukunft der Menschheit auf dem Mars. Mit Gesamtkosten von nur etwa $7.566 könnte Elon Musks winziges Haus Millionen von Menschen die Möglichkeit eröffnen, ein Eigenheim zu erwerben. Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen, Studenten oder Menschen, die hohe Hypothekenschulden vermeiden wollen. Da die Immobilienpreise weiter in die Höhe schießen, könnte ein ultra erschwingliches Wohnmodell den Markt aufmischen und mehr Optionen für diejenigen bieten, die sich nicht durch langfristige Kredite binden wollen. Wenn dieses Modell Erfolg hat, könnte es das traditionelle Immobiliensystem, in dem die Immobilienpreise durch Spekulation und hohe Baukosten in die Höhe getrieben werden, auf den Kopf stellen. Es könnte eine Welle nachhaltiger, kostengünstiger Wohngemeinschaften entstehen, die möglicherweise Lebensräume im Musk-Stil schaffen, in denen die Menschen nicht mehr auf die Großstädte angewiesen sind, um eine gute Lebensqualität zu haben. In einer Zeit, in der der Markt für Elektrofahrzeuge immer wettbewerbsintensiver wird, könnte Teslas Expansion in erschwingliche kleine Häuser ein revolutionärer Schritt sein, der nicht nur die Automobilindustrie,
sondern auch die Zukunft des nachhaltigen Wohnens umgestaltet. Durch den Einsatz seiner Spitzentechnologie, seiner fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten und seiner branchenführenden Materialien könnte Tesla etwas erreichen, was nur wenigen Unternehmen gelingt: die Massenproduktion von winzigen Häusern für nur $7.000. Einer der größten Vorteile von Tesla sind seine vorhandenen Energielösungen, die diese winzigen Häuser zu völlig autarken Häusern machen könnten. Durch die Integration der Powerwall-Batterie und der Solardach-Technologie könnte Tesla die Stromkosten für Hausbesitzer eliminieren und ihnen ein Leben in völliger Energieunabhängigkeit ermöglichen. Das bedeutet, dass die Besitzer nicht mehr auf herkömmliche Stromquellen angewiesen wären, was diese Häuser ideal für ländliche Gegenden, netzunabhängige Lebensweisen und umweltbewusste Käufer macht. Tesla ist kein Unbekannter, wenn es um innovative Materialien geht. Und dies könnte seinen winzigen Häusern einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Durch die Verwendung desselben ultrastabilen Edelstahls, der auch im Cybertruck zum Einsatz kommt, könnte Tesla Häuser herstellen, die extremen Witterungsbedingungen wie Wirbelstürmen, starkem Schneefall und großer Hitze standhalten, und das alles, ohne die Produktionskosten wesentlich zu erhöhen. Die meisten Fertighäuser werden aus Holz und Standard-Trockenbauwänden gebaut, die sich im Laufe der Zeit abnutzen oder den rauen Umweltbedingungen nicht standhalten können. Teslas Ansatz würde eine haltbarere, langlebigere und nachhaltigere Wohnform schaffen, die sicherstellt, dass diese Häuser den Test der Zeit bestehen. Die Gigafactories von Tesla gehören zu den modernsten Produktionsanlagen der Welt und sind für eine hocheffiziente, automatisierte Massenproduktion ausgelegt. Dies verschafft Tesla einen enormen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, da das Unternehmen winzige Häuser zu einem Bruchteil der Kosten herstellen kann, wodurch sie weitaus erschwinglicher sind als herkömmliche Fertighäuser. Während die meisten Unternehmen damit zu kämpfen haben, die Produktion zu steigern, ohne die Kosten zu erhöhen, könnte Tesla mit seinem auf Automatisierung ausgerichteten Ansatz in kürzester Zeit Tausende, wenn nicht gar Millionen winziger Häuser produzieren und so die Nachfrage befriedigen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. In der heutigen Welt sind Fernarbeit und digitales Nomadentum ein wachsender Trend. Und Teslas kleine Häuser könnten die perfekte Wohnlösung sein. Durch die Integration des Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternets von Starlink könnte Tesla winzige Häuser bauen, die überall auf der Welt nahtlose Konnektivität bieten. Das bedeutet, dass die Hausbesitzer von praktisch jedem Ort aus leben und arbeiten können, sei es in einer abgelegenen Wüste, tief in den Bergen oder sogar netzunabhängig in einem anderen Land. Die Kombination aus Energieunabhängigkeit, langlebigen Materialien und unbegrenztem Internetzugang macht Teslas Tiny Homes zu einer attraktiven Option für moderne Berufstätige, Reisende und umweltbewusste Verbraucher gleichermaßen. Wenn Tesla erfolgreich Tiny Homes auf den Markt bringt, wäre es nicht nur ein weiteres Wohnungsunternehmen, sondern würde das moderne Wohnen neu definieren. Dieser Schritt würde es Tesla ermöglichen, die Revolution des intelligenten, nachhaltigen Wohnens anzuführen und gleichzeitig ein Ökosystem zu schaffen, in dem Tesla-Elektrofahrzeuge und Häuser nahtlos zusammenarbeiten. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Elektrofahrzeuge von Tesla, solarbetriebene Tiny Homes, Powerwall-Energiespeicher und Starlink-Internet wie ein einziges vernetztes System funktionieren, ein futuristischer Lebensstil, der Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie zu einem einheitlichen Erlebnis vereint. Während andere Elektroautohersteller mit Produktionskosten und Rentabilität zu kämpfen haben, hat Tesla das Potenzial, eine Multimilliarden-Dollar-Industrie jenseits von Elektroautos zu schaffen. Mit dem Einstieg in erschwingliche, hochtechnologische und nachhaltige Wohnungen würde Tesla nicht nur seine Vormachtstellung im Bereich der Elektroautos aufrechterhalten, sondern könnte die Zukunft des Wohnens, der sauberen Energie und des digitalen Lebens auf Jahre hinaus neu gestalten. Die Frage ist nicht, ob Tesla es schaffen kann, sondern ob die Welt bereit ist für ein $7.000 Tesla-Haus, das alles verändern könnte. Was denken Sie darüber? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergessen Sie nicht, den Beitrag zu liken und zu abonnieren. Und verabschieden Sie sich am Ende von den Zuschauern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.